Lieben, wir häkeln heute mit euch so ein Oberteil. Ich zeige erstmal auf dem Blatt Papier, wie wir das Ganze arbeiten. So, das ist erstmal das Vorder- und das Rückenteil. Also unten beginne ich mit dem Netzmuster, häkle das Netzmuster, dann häkle ich Stäbchen in Reihen weiter. Bis zu den Armausschnitten arbeite ich mit Stäbchen. So, hier oben sind ungefähr die Ärmel da und ab da häkle ich wieder dieses Netzmuster und die Ärmel arbeite ich auch im Netzmuster dann gerade nach vorne. Da wird ein bisschen genau zusammengezogen und wird das Bündchen auch gearbeitet. Das schaut dann so aus an den Ärmeln. So, dann wird die andere genauso gearbeitet, die andere Seite. Und anschließend, wenn ich das alles fertig habe, häkle ich noch im Netzmuster den gesamten Halsausschnitt und häkle ich noch hier vorne einfach in Runden. Vorne häkle ich um und den Halsausschnitt und dann auch die zweite Seite häkle ich auch noch mit Netzmuster um. Am besten ist es so, ihr nehmt zur Hilfe ein Oberteil, das euch gut passt. Und dann könnt ihr anhand von diesem Oberteil auch die Maschen ausrichten. Also unten am unteren Teil, ihr schlägt die Maschen an und arbeitet erstmal 5 Reihen in diesem Netzmuster. Danach, wie ich das schon gezeigt habe, arbeitet ihr das Ganze mit Stäbchen bis zu den Armausschnitten. Da fängt dann der Armausschnitt an und da werden dann die Maschen für die Ärmel angeschlagen. Und hier das Oberteil wird auch im Netzmuster weitergearbeitet. Und hier sieht man, den Halsausschnitt habe ich dann extra nochmal umgehäkelt. Das sind auch dann 5 Reihen. Und das Vorderteil habe ich dann extra danach nochmal auf 5 Reihen umgehäkelt. Bis nach unten. Also unten, das habe ich dann auch mit gehäkelt. Also das Vorderteil, was ihr beginnt, fängt ab da erstmal an. Also unten, nur unten das Netzmuster und dann geht es mit Stäbchen weiter. So, wie ich schon gesagt habe, verwendet für das Ausmessen von Maschen irgendein Oberteil, das euch gut passt und misst da aus, wie breit das Oberteil sein soll. Wenn man die Maschen ausrechnet, habe ich schon mal in meinem Video Nummer 106 gezeigt, nachdem ich das Muster gehäkelt habe. Also im zweiten Drittel vom Video habe ich gezeigt, wie man die Maschen ausrechnet. Ihr häkelt ein Probestück aus Stäbchen, einfach 20, 25 Stäbchen, 5 Reihen zum Beispiel arbeiten und dann die Maschen entsprechend ausrechnen, wie viele Maschen ihr anschlagen müsst. Also ihr nehmt dann für Ober- und für das Vorder- und das Rückenteil die komplette Breite, was ihr braucht, und teilt das in 2 Teile auf. Dieses Stück wird nicht dazu gerechnet. Das schlägt sich dann so einfach so übereinander. Also ich habe das jetzt nicht mit berechnet. Genau, ich habe auch keine Knöpfe gearbeitet, sondern ich schlage das übereinander und mache das mit so einer Stecknadel einfach zusammenstecken. Genau.
Für dieses Oberteil habe ich jetzt insgesamt 350 Gramm Wolle gebraucht. Das ist Größe XS oder 34. Die Wolle selbst habe ich schon vor längerer Zeit gekauft, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob es die noch im Handel irgendwo gibt. Aber es ist eigentlich beliebige Wolle dazu geeignet. Also am besten irgendwelche Gemische mit Wolle sind sehr gut geeignet. Ich schreibe aber nochmal unten hin unter dem Video, was das für eine Wolle ist. Dann könnt ihr einfach schauen. Falls irgendwas unklar sein sollte, wenn irgendwelche Fragen kommen allgemein, ich hoffe, ich habe an alles gedacht und alles soweit erklärt, einfach nachfragen und ich schreibe dann oft auch unten in die Kommentare, wenn die gleichen Fragen kommen, was da genau zu machen ist. Also wir beginnen, also wir rechnen die Breite für Vorder- und für Hinterteil aus und wir häkeln aber komplett das Vorder- und das Rückenteil in einem Stück. Und unten habe ich schon gesagt, also wir häkeln dieses Kästchenmuster. Und weil ich die Maschen nicht so gerne ausrechne, habe ich hier unten 68 solche Kästchen gearbeitet. Also, ich habe schon mal die Luftmaschen angeschlagen. Und zwar, ich mache es immer so, dass ich mehr Luftmaschen anschlage, als man braucht, damit ich die nicht so genau zählen muss. Und wenn am Ende der Reihe jetzt irgendwelche Maschen übrig bleiben, die kann man dann wieder auftrennen. Also so geht es. Auch wenn man da einen Knoten arbeitet, die kann man trotzdem auftrennen. Wenn das Stück viel zu lang ist zum Auftrennen, dann einfach abschneiden und dann den Rest auftrennen. Das geht auch. So, also die Luftmaschen habe ich jetzt angeschlagen. Jetzt häkle ich in die 5. Luftmasche, häkle ich ein Stäbchen. In die 5. einstechen und ein Stäbchen arbeiten, also Umschlagmasche holen, die ersten 2 Maschen durch und die zweiten 2 Maschen durch. Und vielleicht darauf achten, dass man die Luftmaschen nicht so fest, also ein bisschen lockerer anschlagen, damit sich das Ganze nicht zusammenzieht. Dann eine Luftmasche, Umschlag, eine Masche unten überspringen und in die 2. Masche einstechen und ein Stäbchen arbeiten. Und so wird es weitergemacht. Eine Luftmasche unten, eine Masche überspringen, einstechen und ein Stäbchen arbeiten. Und wieder eine Luftmasche, unten eine Masche überspringen, in die 2. Masche einstechen, ein Stäbchen arbeiten. So, jetzt arbeiten wir einfach so weiter. Immer eine Luftmasche, ein Stäbchen arbeiten. Und dann arbeiten wir das bis zu Ende der Reihe. So, genau, einfach dann so weiterarbeiten. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe angekommen. So, die nächste Reihe beginne ich mit 4 Luftmaschen. Wende die Arbeit und häkle wieder ein Stäbchen in das Stäbchen. Dann eine Luftmasche und dann wieder Stäbchen in das Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen. Und so schaut es dann aus. Und wie gesagt, wie ich schon sagte, also ich habe unten 5 Reihen in diesem Netzmuster gearbeitet. Bei der kleineren Größe würde ich das so lassen. Bei den größeren Größen kann man das anpassen und man kann auch breiter arbeiten, je nachdem, wie lang man das Oberteil haben möchte.
Also ich würde bei größeren Größen schon ein bisschen ein paar Reihen mehr arbeiten. Und dann einfach weiter. Einfach weiter arbeiten. So. Genau, und die nächste Reihe dann wiederum mit 4 Maschen beginnen und Stäbchen arbeiten. So schaut es aus. So, wenn die 5 Reihen fertig sind, dann arbeiten wir nur Stäbchen. So mit drei Luftmaschen beginne ich und arbeite in jeder Masche der Vorrunde jeweils ein Stäbchen. Also da, wo die Luftmasche ist, ein Stechchen und in das Stäbchen. Ein Stäbchen in die Luftmasche und jeweils in das Stäbchen auch ein Stäbchen arbeiten. So, und so weiter einfach mit Stäbchen fortfahren. So schaut es dann aus. Also ich habe jetzt zum Beispiel 22 Reihen in Stäbchen gearbeitet. So, jetzt ist es so, hier oben teilen wir das Teil in 3 Teile auf, und zwar für das Vorderteil und Rückenteil. Wenn das jetzt das gesamte Stück ist für das Oberteil, also klappe ich das praktisch so zusammen. Dann habe ich hier die beiden Vorderteile und hinten das Rückenteil. So teilt ihr das auf und dann häkelt ihr jeweils, also vorne und hinten auch, 1, 2, 3, 4, das sind 5 Reihen in diesem Kästchen Muster, und ab der 6. Reihe beginnt dann der Halsausschnitt. Und zwar ist das so, wenn ihr dann die Maschen aufteilt, falls das nicht so ganz hinhaut, ne, man kann hier zwischen dem Rücken- und Vorderteil ein paar Maschen freilassen. Praktisch, wenn da jeweils 3 Maschen oder 2 Maschen jetzt mit Kästchenmuster, wenn es nicht klappt, dann einfach die freilassen. Das macht gar nichts. Und zwar ist das so, ich habe jetzt hier, normalerweise lässt man für Armausschnitte ein Stückchen frei. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Und dadurch, dass dieses Netzmuster ein bisschen schmaler ausfällt, reicht es für diesen Armausschnitt dann praktisch aus. Also ich habe da einfach gerade gehäkelt. Also hier am Armausschnitt habe ich keine Maschen abgenommen. Bei größeren Größen kann man vielleicht schauen, dass man hier noch ein bisschen Platz lässt und schaut, wie es mit dem Ärmel dann besser, wie man es besser hinbekommt. Also gesagt, bei kleineren Größen habe ich das jetzt nicht gemacht und das ist sehr gut geworden. So, ich zeige euch jetzt, wie man den Halsausschnitt arbeitet. Eine Seite habe ich bereits gearbeitet. Auch die Schulternschrägung habe ich schon gemacht. Und ich zeige euch jetzt auf der anderen Seite, wie man den Ausschnitt arbeitet. Und zwar, wir arbeiten erstmal 5 Reihen ganz normal in Muster. Also diese 5 Reihen. Und dann häkeln wir weiter. Also ich arbeite nach Muster. Erst einmal 4 Luftmaschen und 10 Stäbchen. Also 4 Luftmaschen und ganz normal nach Muster weiterarbeiten. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen
Also ich arbeite erstmal 10 Stäbchen nach Muster, also 4 Luftmaschen, ein Stäbchen, alles nach Muster weiterarbeiten und jetzt 10 Stäbchen arbeiten. Eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und noch ein Stäbchen, 10. Also dieses Stück lassen wir frei, da häkeln wir nichts. Und zwar ist es so, dass ich jetzt ungefähr 2/3 von dem Ganzen gehäkelt habe und 1/3 habe ich weggelassen. Jetzt mache ich Folgendes am Ende der Reihe. Und zwar, ich mache dieses Stäbchen, das letzte Stäbchen nochmal auf. Und nochmal das letzte Stäbchen arbeiten, die ersten 2 Maschen durchhäkeln und dann mache ich nochmal einen Umschlag wie für ein Stäbchen und gehe in das nächste Stäbchen rein, hole die Masche. Jetzt habe ich 4 Maschen auf dem Haken, die ersten 2 Maschen durch und jetzt häkle ich alle 3 Maschen durch. So schaut es aus. Also wir haben praktisch so eine Schrägung jetzt gearbeitet. Jetzt fange ich die nächste Reihe an mit 3 Luftmaschen. Wende das Ganze. So, also wie gesagt, das waren nur 3 Luftmaschen. Und jetzt häkle ich hier in dieses Stäbchen ein Stäbchen. Und weiter nach Muster. Eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Jetzt schauen wir zusammen. Jetzt haben wir schon mal diese Schrägung gearbeitet. So schaut es nämlich aus. Jetzt arbeiten wir hier alles nach Muster bis Ende der Reihe. Einfach wieder eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter. So, die nächste Reihe beginne ich wieder mit 4 Luftmaschen. Weiterhin nach Muster arbeiten. Eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter. So. Ich habe jetzt insgesamt also erstmal 4 Luftmaschen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stäbchen gearbeitet. Jetzt mache ich wieder das letzte Stäbchen nochmal auf. Genau, jetzt machen wir nochmal eine Schrägung. Also wenn 2 Stäbchen übrig bleiben, das ist unsere Schrägung, diese 3 Luftmaschen. Jetzt nochmal wie für das Stäbchen
Umschlagmasche holen, die ersten 2 Maschen durch. Jetzt nochmal Umschlag, in das nächste, in das letzte Stäbchen einstechen, Masche holen, die ersten 2 Maschen durch und dann, jetzt haben wir 3 Maschen auf dem Haken, alle 3 durchwickeln. Jetzt haben wir nochmal eine Schrägung gearbeitet. So schaut es aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt haben wir insgesamt 8 Kästchen. Jetzt arbeiten wir einfach weiter in Reihen diese 8 Kästchen. Also ich fange wieder mit 4 Luftmaschen an. Wende das Ganze und arbeite einfach jetzt hier nach Muster. So schaut es aus. So, genau, dann schauen wir nochmal die andere Seite an. So, also so schaut dann die Schrägung aus. Wir haben 3 Reihen Schrägung gemacht und jetzt arbeiten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reihen. Ganz normal hier diese Höhe und dann haben wir 2 Reihen Schulternschrägung. Die zeige ich euch gleich auch.